Hallo zusammen, mein Name ist Lisa und ich bin Diplompsychologin und Conversation Designerin. Tatsächlich werde ich oft gefragt, wie Conversation Design und Psychologie zusammenspielen. Bist du gar keine Linguistin? Nein. Tatsächlich haben sehr viele Conversation Designer einen sprachwissenschaftlichen Hintergrund. Aber es gibt so viele hochinteressante psychologische Konstrukte, Studien, Theorien, die man kennen sollte, um ein optimales Conversational AI zu designen. Okay, hast du dafür mal ein Beispiel? Na, aber freilich. Schauen wir uns doch gleich mal die Funktionsweise unseres Gehirns etwas genauer an. Normalerweise fällt es uns sehr leicht, Sprache, Wörter, ganze Sätze wahrzunehmen, zumindest bei einer Sprache, die wir beherrschen. Die dabei im Hintergrund ablaufenden Prozesse sind aber relativ komplex. Wenn wir sprechen, erzeugen wir ein Muster von Luftdruckschwankungen, das als akustisches Sprachsignal bezeichnet wird. Dieses akustische Sprachsignal ist aber gar nicht klar in einzelne Wörter unterteilt. Aber ich höre doch klar Pausen zwischen den Wörtern. Stimmt. Zumindest nehmen wir Pausen zwischen den Wörtern wahr. Also in einer Sprache, die wir beherrschen. Tatsächlich muss unser Gehirn den kontinuierlichen Lautstrom erst in einzelne wahrnehmbare Wörter unterteilen. Sehen wir uns mal dieses Spektrogramm des Satzes I owe you a yo-yo genauer an. Man sieht hier keine Pausen oder Unterbrechungen, die mit den von uns gehörten Wörtern korrespondieren würden. Dieses sogenannte Problem der Einheitenbildung ist dabei nur eine von vielen Herausforderungen in diesem Zusammenhang. Dass es uns normalerweise wirklich leicht fällt, unterschiedliche Wörter oder ganze Sätze zu verstehen, zumindest wie gesagt in einer Sprache, die wir mal gelernt haben, zeigt einfach die unglaubliche Leistung, die unser Gehirn hier im Hintergrund vollbringt. Ja, okay, spannend. Und was passiert jetzt weiter im Gehirn, wenn wir die Sätze einmal verstanden haben? Damit wir dem Gespräch auch wirklich folgen können, müssen wir unser Gedächtnis einsetzen. Laut dem weit verbreiteten sogenannten modalen Modell unterteilt sich unser Gedächtnis in das Langzeitgedächtnis, das Arbeitsgedächtnis und das sensorische Gedächtnis. Wenn wir in ein Gespräch verwickelt sind, greifen wir auf all diese Gedächtnistypen zurück. Aber am wichtigsten ist dabei das Arbeitsgedächtnis. Beim Arbeitsgedächtnis handelt es sich um eine Struktur zur kurzfristigen Speicherung und Manipulation von Informationen. Ja, also kenne ich natürlich schon. Aber sag noch mal kurz, wodurch es sich auszeichnet? Vor allem durch zwei Eigenschaften. Es hat eine sehr begrenzte Kapazität und es ist auch sehr fragil. Das heißt, wenn es zu einer Ablenkung kommt, dann gehen die Informationen, die im Arbeitsgedächtnis aktiv gehalten wurden, unmittelbar wieder verloren. Wie viele Informationen kann denn das Arbeitsgedächtnis halten? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten viele Wissenschaftler Studien zu diesem Thema durchgeführt, um hier eine ganz konkrete Zahl zu ermitteln. Dazu hat man zum Beispiel Versuchspersonen eine Reihe von Buchstaben oder Zahlen diktiert und sie danach darum gebeten, diese in der richtigen Reihenfolge wieder zu wiederholen. Dabei fand man heraus, dass Menschen sich in etwa 7 plus minus 2 Einheiten merken können, wobei diese Einheiten Buchstaben oder zum Beispiel Zahlen waren, wie gesagt. Jetzt kann man die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses aber erweitern, und zwar dann, wenn man aus diesen Einheiten sinnhafte oder sinnhaft verbundene größere Einheiten bilden kann. Inwieweit das funktioniert, hängt jetzt aber total vom individuellen Vorwissen einer Person ab. Sehen wir uns also zum Beispiel diese Buchstabenreihe an. Wenn ich euch darum bitten würde, euch diese Buchstaben zu merken, dann würde jeder dieser Buchstaben einen Platz in eurem Arbeitsgedächtnis belegen, also es wären 7 Plätze in eurem Arbeitsgedächtnis belegt. Für alle, für die die Buchstabenkombination IBM aber eine sinnhafte Einheit bildet, sind es nur noch 5. 1956 hat Miller in diesem Zusammenhang die sogenannte magische Zahl 7 plus minus 2 Chunks geprägt, wobei ein Chunk eben genau so eine Informationseinheit ist. Und ein Chunk kann auch ein ganzer Satz sein.
Dabei muss man aber immer im Kopf behalten, je länger diese Einheiten werden, desto schneller stößt man eben doch wieder an die Grenzen der Kapazität des Arbeitsgedächtnisses. Wann das passiert, hängt eben auch sehr stark von der Person ab, mit der wir sprechen. Wenn ich also zum Beispiel jemandem 7 längere Sätze diktiere, dann wird sich die Person sehr schwer damit tun, die mal eben zu wiederholen oder aktiv zu halten im Arbeitsgedächtnis. Wenn diese 7 Sätze aber eben zufällig genau die 7 Sätze aus einem Lied sind oder aus einem Gedicht, das du kennst, dann wird es dir sehr leicht fallen, diese Sätze nochmal wiederzugeben. Alles klar. Aber jetzt mal zurück zum Conversation Design. Heißt das jetzt, dass eine Sprachausgabe aus 7 plus minus 2 Sätzen bestehen kann? Die kurze Antwort ist nein. Denn um auf Informationen im Arbeitsgedächtnis zugreifen zu können, müssen wir sie aktiv halten. Jeder kennt das von sich, man bekommt eine Telefonnummer diktiert oder hört sie im Radio und möchte sie sich merken, bis man sie aufschreiben kann, also wiederholt man sie immer wieder, entweder einfach mental oder man spricht sie immer wieder aus, bis man endlich einen Stift zur Hand hat. In einem normalen Gespräch machen wir das aber nicht, denn wir wollen dem Gespräch ja nur folgen und uns nicht Gesprächsanteile bis in alle Ewigkeit merken. So kommt es auch, dass wenn wir in ein Gespräch vertieft sind und kurz abgelenkt werden, es uns oft sehr schwer fällt, den Faden wieder aufzunehmen und wir dann dastehen und sagen, wo war ich jetzt eigentlich? Warte mal kurz, ich bekomme einen Anruf. Ja. Ah, ja. Ja, also ich gehe schon davon aus, dass ich jetzt Twitter kaufen werde. Kann ich dich zurückrufen? Ja, Lisa hält wieder einen von ihren kleinen Vorträgen. Ja. Alles klar, bis später. Passt. Kann weitergehen. Ja, das freut mich. Danke. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Conversation Design? Richtig. All diese Wirkprinzipien müssen wir unbedingt beim Designen von Conversations oder einfach einzelnen Sprachausgaben berücksichtigen. Im Allgemeinen kann man sagen, eine Sprachausgabe sollte so kurz ausfallen wie möglich oder so wenige Informationen wie möglich enthalten, also das Essentielle. Viele Designer arbeiten hier mit Daumenregeln und sagen ungefähr 3 Handlungsoptionen oder Informationen. Wie gesagt, das hängt aber wieder sehr vom Use Case ab und von der Person. Solche Daumenregeln sind extrem hilfreich, funktionieren aber nicht immer. Schauen wir uns dazu einfach mal ein ganz konkretes Beispiel an. Hey Bankassistent, meine TAN-App funktioniert nicht mehr. Kein Problem. Ich kann Ihnen dabei helfen. Sie können die App selbst einrichten, indem Sie das Menü TAN-App einrichten auf unserer Homepage auswählen. Ich kann Ihnen auch eine Beschreibung an Ihren E-Mail-Account schicken oder Sie jetzt Schritt für Schritt durch die Einrichtung führen. Für diese Option benötigen Sie allerdings Ihre Super-PIN. Was möchten Sie tun? Wie bitte? Diese Sprachausgabe bestand jetzt aus 3 Handlungsoptionen und 5 unterschiedlichen Sätzen. Wie leicht oder wie schwer es jetzt der Person, also der Gesprächspartnerin, fallen wird, diese Information im Arbeitsgedächtnis aktiv zu halten, bis sie wieder dran ist mit ihrer Antwort, das wird jetzt sehr stark vom individuellen Vorwissen der Person abhängen. Allerdings von dem Intent herkommend, also von dem, was Lisa gerade gesagt hat, können wir davon ausgehen, dass sie sich mit dem Thema nicht besonders gut auskennt. Ja, sorry. Diesen Zusammenhang müssen wir insbesondere dann berücksichtigen, wenn wir unsere Dialogkonzepte absichern wollen. Denn wenn wir das mit einer Person tun, die das Produkt oder den Use Case sehr gut kennt, dann wird das für sie natürlich ein anderes Erlebnis sein, wird die Verarbeitung im Gehirn anders stattfinden als bei einer Person, für die das Thema ganz neu ist. Wenn wir besonders lange Sprachausgaben designen, dann kommen jetzt sogar noch Reihenfolgeeffekte zum Tragen, wie zum Beispiel der sogenannte Recency-Effekt. Dieser Effekt besagt, dass das zuletzt Gehörte besonders gut im Gedächtnis behalten werden kann. Das bedeutet generell, dass wir die relevanteste Information immer an das Ende einer Sprachausgabe stellen sollten.
Zum Beispiel die wichtigste Frage, damit der Kunde oder die Kundin dann im Dialog fortfahren kann, oder die relevanteste Handlungsoption. Okay, ich fasse das mal zusammen. Wir müssen das also alles beim Dialogdesign berücksichtigen, eben vor allem die Funktionsweise des Arbeitsgedächtnisses, dass die Kapazität sehr begrenzt ist und dass es auch sehr fragil ist. Ich habe aber immer gedacht, dass der Charme von Sprachbedienung eben darin besteht, dass man das nebenher machen kann, also zum Beispiel beim Autofahren. Aber das klingt so, als ob das jetzt alles so ein bisschen der Overkill wäre fürs Arbeitsgedächtnis. Eine berechtigte Frage, die ich vielleicht in einem meiner nächsten Videos beantworten werde.